Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im Projekt München. Heute überarbeiten wir mal wieder einen alten Standort, so wie wir das letzte Folge auch schon getan haben. Heute geht es um die Zentrale der Agentur für Arbeit in München. Auch diese Folge wieder gibt es einen Zeitraffer mit Informationen zu dem Objekt und zu der Serie München drinnen. Wenn ihr das nicht sehen wollt und gleich in den Live-Teil springen, dann habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit mit dem Link unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten, vergesst nicht das Video am Ende zu bewerten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den entsprechenden Teilen. So wirklich viele Informationen wird es diese Folge leider nicht geben, da es sich tatsächlich nur um die Zentrale der Agentur für Arbeit in München handelt, dieses relativ große Gebäude hier. Die Zentrale hier ist auf jeden Fall in eine ziemlich klare Struktur eingebaut worden. Und zwar haben wir in Bayern die Hauptzentrale der Agentur für Arbeit in Nürnberg und in München ist eben das hier die Zentrale für die Stadt. Und da unten drunter haben wir dann eben noch diese Jobcenter oder ja, Agenturen halt für die einzelnen Stadtteile. Eine kleine Randinformation habe ich noch gefunden, und zwar am 1. November 1895 wurde in München in der Isarvorstadt mit 7 Arbeitern beginnend das Städtische Arbeitsamt München eröffnet, das damals für den Schutz von gewerblichen Arbeitern, Handlungsangestellten und Dienstboten, Tagelöhnern und Lehrlingen zuständig war. Das war auf dem Südpavillon auf der Kohleinsel. Die Kohleinsel, das ist da, wo jetzt das Deutsche Museum steht. Über das, was das Tagesgeschäft der Agentur für Arbeit ist, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht allzu viel sprechen. Das dürften die meisten wissen. Grob umrissen, es ist nicht nur die Verwaltung von Arbeitslosen und deren Geldern, es geht ja auch um die komplette Vermittlung von Arbeit für Menschen, die sich da ein bisschen schwer tun manchmal. Oder aber auch einfach Hilfe bei der Suche haben wollen oder irgendwie quer einsteigen und da Schulungen brauchen oder sozial irgendwie Probleme haben, da irgendwie was zu finden. Persönlich muss ich von mir allerdings sagen, dass ich mit der Agentur für Arbeit noch überhaupt gar nichts am Hut hatte. Habe ich auch noch nie irgendwie aus der Nähe gesehen. Ich weiß nicht, was da eure Erfahrungen dazu sind. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen, wenn ihr das möchtet. Aber jetzt halt auf das Thema bezogen, also das Projekt München, ist Arbeitslosigkeit nie so das Problem. Das sind wir jetzt halt, also in der Realität im Januar 2018 bei 5,6% Arbeitslosen in München. Das ist eine relativ geringe Zahl, wenn man im Vergleich dazu Berlin-Brandenburg zum Beispiel im Januar anguckt, wo man bei 11% ist. Ich denke mal, in München, da wird es zum großen Teil auch einfach so eine temporäre, kurzfristige Arbeitslosigkeit sein. Bei zum Beispiel dem Wechsel von Schule in Ausbildung oder von Ausbildung in die Arbeit, wenn da irgendwo mal schief geht, dass man dann zwischendurch mal kurz für ein paar Wochen oder Monate in dieser Liste auftaucht oder von Arbeit zu Arbeit auch der Wechsel, dass man wie gesagt kurz auftaucht und dann eigentlich auch gleich wieder verschwindet und deswegen die Zahl relativ konstant, relativ gering bleibt. Und jetzt auch nochmal bezogen auf die City Skyline Stadt, hier ist die Arbeitslosigkeit kaum vorhanden, wir haben auch kaum Einwohner hier, nachdem wir immer noch das Problem haben, dass die Performance extrem darunter leidet inzwischen. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass es inzwischen ein gutes Stück besser geworden ist eigentlich und mit Ausbau zu Ausbau es immer flüssiger wird. Ich denke mal, es liegt zum großen Teil daran, dass wir einen großen Teil an Straßen losgeworden sind, der hier alles blockiert hat. Ich halte das auf jeden Fall für einen guten Weg hier in dem Projekt München, dass man jetzt auch die Stellen mal so ein bisschen ausbessert, die vielleicht am Anfang nicht allzu gut geworden sind. Und allzu schwer wird es auch nicht sein, welche zu finden. Wir haben da ausreichend Bereiche im alten Teil der Stadt und im neuen Teil der Stadt, die entweder dem Ausbau bedarfen oder halt ein wiederwürdiger Neubau sind. Ein Beispiel für ein Restaurationsprojekt wäre zum Beispiel das Europäische Patentamt in der Nähe vom Deutschen Museum, das ja leider die Häuser verloren hat, nachdem da irgendwie die Assets geändert wurden. Beispiele für Neubauten finden wir vor allem in Neuhausen-Nymphenburg, weil wir da gerade am Basteln sind, zum Beispiel das Gymnasialgelände, das wir freigelassen hatten. Oder auch den Bereich um die Postpakethalle, das wir auch freigelassen hatten, wo wir jetzt mit ein bisschen Glück vielleicht sogar ein Asset dazu kriegen, da ist nämlich gerade einer dran am Basteln. Und wenn ich selber mal das Hotel fertig kriege, dann können wir da Richtung Stachus auch mal ausbauen. Da werden uns die Bauten und der Stoff für neue Videos definitiv nicht so schnell ausgehen. Da der Live-Teil jetzt ein bisschen schneller vorbei ist, als ich das eigentlich erwartet hatte, entlasse ich euch jetzt zu den anderen in den Live-Teil. Dann wollen wir uns mal angucken, etwas genauer, was wir diese Folge fabriziert haben. Und zwar haben wir uns diese Folge in diesem Bereich hier bewegt. Das ist die Agentur für Arbeit, die Zentrale für München in der Kapuzinerstraße. Das Ganze ungefähr, wo der Ort jetzt hier ist, ich zoome mal raus, hier in der Ludwig-Vorstadt-Isar-Vorstadt und zwar in der Nähe von dem alten Südfriedhof. Das war Bestandteil der letzten Folge, die findet ihr auch hier auf dem Kanal. Und auf der anderen Seite hier ist der alte Schlachthof, das war so das erste
ja, detaillierter gebaute Gebiet hier in meinem Projekt München. Und hier an der Kapuzinerstraße, das ist die hier, haben wir dann eben die Zentrale für die Agentur für Arbeit in München. Und gebaut habe ich die, indem ich Hochhäuser hier ungefähr in der Form angeordnet hatte, so dass es eben die ja, realistisch mögliche Form ergibt, die ich damit hingekriegt habe. Und habe da auf dem Dach oben eben diese Wände außenrum gestellt und mit Asphalt das Dach abgedeckt, sodass dieser Oberteil hier verschwindet und das Ganze so ein bisschen ja, näher an der Realität ist. Hier unten noch so ein paar kleine Anbauten rangesetzt und die Umgebung noch angepasst. Hier gibt es so eine kleine Garagenabfahrt zum Beispiel, so eine Tiefgaragenabfahrt. Abgedeckt eben auch wieder mit Asphalt. Ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen unter Bäumen und Ähnlichem verschwinden zu lassen, sodass es nicht ganz so auffällt. Ich habe das erste Mal mit diesem Gras, Bloppable Gras, versucht zu arbeiten, so ein paar Ecken hier rausgearbeitet. Wenn man rauszoomt, dann fällt es gar nicht so auf. Aus der Nähe, das sieht natürlich jetzt ein bisschen eckig aus. Da gibt es bestimmt noch bessere Lösungen dafür, vielleicht irgendwie Büsche draufstellen oder so. Hier zum Beispiel in der Ecke sieht man ganz gut, dass das Gras dadurch schon deutlich grüner ist. Normalerweise sieht es dann so aus, wie man hier es jetzt hat in der Ecke. Und hier in der Ecke sieht das dann nicht irgendwie so aus. Da muss man mal in der Zukunft gucken, wo man das verwenden kann, in welchen Ecken. Hier auf der Seite gibt es auch nochmal so eine kleine Tiefgaragenabfahrt. Hier hinten habe ich dann noch den alten Schlachthof angepasst. Das hat nicht mehr ganz hingehauen von den Verhältnissen her. Und hier noch so eine kleine Nische, die noch ein bisschen detaillierter geworden ist und ein bisschen auch zu verdecken eben, dass hier überall diese Asphaltplatten das Terrain ausgleichen. Da sehe ich gerade, da hat sich eine reingeschlichen, das ändere ich dann gleich noch. Gut, das war's soweit eigentlich zu dem Bau von diesem ganzen Geschichte. Ich würde mal sagen, dass es das soweit aus der Realität eigentlich ganz gut trifft. So ein paar Einschränkungen hat das Ganze natürlich. Wie gesagt, es trifft es eigentlich ganz gut soweit. Hier sieht man noch das Schild der Agentur für Arbeit, das hier noch angebracht ist. Hier einmal und auf der anderen Seite einmal drüben. Das habe ich selbst erstellt, das findet ihr auch im Steam Workshop. Ich habe einen Link dazu jetzt mal unten in die Beschreibung reingepackt. Wenn ihr das in eurer Stadt verwenden wollt, dann könnt ihr euch das dort abonnieren. Für die Zukunft wird es natürlich weitere Videos geben hier in der Stadt. Was genau das nächste Video wird, kann ich allerdings noch nicht sagen. Vermutlich wird es entweder wieder so ein Nachbau oder so ein Neubau, wie wir das hier jetzt gemacht haben. Also ein altes Gebiet nehmen und was neu bauen. Hier zum Beispiel sehe ich eine Lücke. Ich weiß gerade nicht genau, was hier nochmal steht. War allerdings, glaube ich, nichts Wichtiges. Auf jeden Fall, was auf der Karte oder was auf der Agenda steht, ist hier das europäische Patentamt. Das ist hier. Da sind uns ja mal die Häuser hops gegangen, nachdem hier ja, der Asset Creator offensichtlich die Gebäudeassets gelöscht hat. Und sonst finden wir hier vor allem in dem alten Teil bestimmt noch irgendwo ein Gebiet, das wir ein bisschen aufhübschen können. Ich denke mal, es sieht so doch deutlich besser aus als so mit diesen random Gebäuden hier. Aber da wird sich bestimmt noch irgendwo ein Gebiet finden. Und was noch eine Aussicht ist, ist auf jeden Fall, dass wir hier in der Region noch weiterbauen können. Da gibt es viel Neues. Hier ein Gymnasium, hier die alte Postpakethalle, die wir mit ein bisschen Glück vielleicht sogar bald als Asset bekommen. Da ist auf jeden Fall ganz fleißig am Werkeln. So als kleine Aussicht schon für die Zukunft. Und ich mit meinem Stachus muss auch nochmal irgendwie weiterkommen. Also da steht auf jeden Fall noch eine ganze Menge auf dem Plan. Schloss Nymphenburg haben wir hier auch. Ja, und das ganze Stadtviertel hier. Also wir haben noch eine ganze Menge Arbeit. Die wird uns definitiv nicht ausgehen. Ich hoffe mal, dass euch das Video soweit jetzt gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte eine entsprechende Bewertung, würde mich sehr freuen. Wenn ihr weiterhin dabei bleiben wollt und noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das bitte auch gerne machen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer bis zum nächsten Video oder Stream eine schöne Zeit. Servus und bis zum nächsten Mal.